Hallo liebe Profis, wir begrüßen euch zu unserem neuen Video. Wir testen heute den Bandschwader von der Firma Rock und Sebastian von der Firma Vicon wird euch den jetzt genauer vorstellen. Ja, hallo zusammen. Ja, ich habe das Vergnügen, euch schnell ein paar Highlights unserer Maschine darzustellen. Wir stehen hier vor einer 10 Meter Arbeitsbreite, 9 Meter Pickup-Breite plus 1 Meter Schwart. Speziell bei unserer Maschine, wir arbeiten nicht mit 2 Bändern, wir arbeiten mit 3 Bändern für eine sehr gute Bodenanpassung und eine sehr gute Futteraufnahme, denn Futterschonung, Sauberheit des Futters ist hier das A und O. Und natürlich weitere Besonderheiten der Maschine, dass wir hier mit einer sehr ausgereiften Federungs- und Entlastungstechnik arbeiten, fängt bei einem gefederten Tandemfahrwerk an und geht über die Hubarmentlastung bis zu einem gedämpften Pendelausgleich des Drehpunkts der Pickup-Einheit und hört mit einer Überlastsicherung der äußeren Einheit auf. Ja, dann haben wir hier unsere 6-reihige Pickup. Das Besondere daran, wir haben sehr kurze Zinkenträger, wir haben 2 Kurvenbahnen an dieser Pickup verbaut. Und das Besondere daran ist, dass die Kurvenbahn dreiteilig ist. Das heißt, die Kurvenbahn kann demontiert werden, ohne dass ich die Pickup zerlegen muss. Und ich kann auch die Kurvenbahnlager, der Steuerhebel, seitlich einfach entnehmen. Das heißt, auch hier sind im Fall eines Verschleißes die Reparaturen sehr schnell erledigt. Eine weitere Besonderheit ist das Band unserer Maschine und der Bandantrieb. Im Gegensatz zu den meisten Geräten im Markt haben wir keine Rolle im Band verbaut, um das Band anzutreiben. Rechts und links befinden sich hier Zahnräder, die aktiv sich mit dem Band verbinden und antreiben. Und zusätzlich hat dieses Band auch noch ein paar Besonderheiten. Einmal, dass wir die Außenseiten verstärken, damit der Zahnradantrieb funktioniert. Und zum Zweiten das Sägezahndesign der Querstege, damit wir hier das Futter in der Mitte des Bandes halten, aber auch gerade in trockenen Bedingungen, Stroh, Heu, genug Reibung zwischen Band und Futter erzeugen, damit wir hier eine optimale Transportfähigkeit erreichen und einen sehr guten Futterfluss. Hier an der Seite sehen wir auch noch eine weitere Besonderheit, unsere elektrische Rechhöheneinstellung mit einer kleinen Skala, hier unten einfach ablesbar für jede einzelne Bandeinheit. Und was wir hinten auch noch sehen können, ist die Entlastung bzw. Dämpfung für unseren Rollenniederhalter, die hier hinten in jeder Arbeitsposition aktiviert ist. Hier hinten an der Maschine sehen wir unsere 3 Entlastungssysteme, die während der Arbeit aktiv sind. Einmal die Entlastung des gesamten Hubarms, dann die Federdämpfung, um den Drehpunkt zu dämpfen und auch beim Ausheben quasi auszusteifen. Und zu guter Letzt unsere Überlastsicherung der Maschine. Das heißt, fahren wir an, kann das äußere Element nach hinten rausschwenken und dementsprechend Platz machen. Das heißt, der Anfahrsschaden ist nicht ganz so groß. Plus, dass wir auch nochmal die Schläge in Fahrtrichtung etwas wegpuffern. Ja, und natürlich auch für den Straßentransport unsere hydraulische Fahrwerksentlastung. Das heißt, auch auf der Straße haben wir hier den bestmöglichen Fahrkomfort. Ja, also im Endeffekt beim Ausheben der Maschine nehmen wir jetzt die Seitenarme mit hoch, um mehr Boden frei zu kriegen. Und jetzt werden wir mal einklappen, letztendlich sehen, dass die äußeren Elemente nach hinten wegschwenken. Das ist letztendlich auch das, was wir bei der Überlastsicherung sehen, dass das Element nach hinten ausweicht. Man könnte das Ganze auch im vollen Betrieb machen. Also die Maschine könnte jetzt voll laufend zusammenklappen und auch so eingeklappt, wie sie gleich steht, arbeiten. Und dann haben wir natürlich perfekt 3 Meter Transportbreite, also besser geht's gar nicht. Wir haben die Maschine jetzt in Transportstellung gebracht. Sebastian, was ist denn das Besondere an eurem Tandemfahrwerk? Ja, auch das Tandemfahrwerk, hier fängt schon die Dämpfung an. Wir wollen mit der Maschine schnell fahren und wie man sehen kann, ist das Tandemfahrwerk mechanisch über eine Feder gedämpft. Plus, dass wir 2 breite Gummirollen haben, die entsprechend für ein einfaches Ziehen der Maschine sorgen. Das heißt, die Maschine rollt sich ab. Ich muss sie nicht über Kufen oder Gleitteller ziehen. Das ist natürlich hier sehr einfach. Die Kufen einer Maschine sind eine reine Sicherheit. Die haben in der reinen Arbeitsstellung keinen Job. Die sind nur als Notlösung, wenn Hindernisse im Feld sind, tiefe Fahrspuren, damit die Pickup am Leben bleibt. Wir sind jetzt noch mal zur Front der Maschine gelaufen, wo die Maschine an den Schlepper angebaut ist und ich sehe hier den Durchtrieb. Was kannst du denn zur Wendigkeit der Maschine sagen? Ja, da hast du einen super Punkt angesprochen. Wir haben hier quasi eine Durchführung unseres Ölstroms direkt durch das Zentrum der Lenkachse und dadurch haben wir einen sehr engen Wendeeinschlag von 190 Grad. Das heißt, im Normalfall kommst du eher mit deinem Schlepper zur Maschine, als dass du das Limit des Anbaubox erreichst. Das ist natürlich sehr cool, weil mit 10 Meter Arbeitsbreite schaffst du es dann, dass du im Vorgewende drehen kannst, ohne über den Vorgewendespaden zu fahren.
Ja, wir zeigen euch jetzt nochmal, wie die Maschine in teilgeklappten Zustand aussieht, in dem sie auch arbeiten kann. Ja, wie ihr seht, haben wir hier eine sehr besondere Position, denn so können nur wir im Markt arbeiten. Es kann ja mal sein, dass ihr viel Futter habt und einfach 10 Meter Arbeitsbreite zu viel sind. Dann könnt ihr zum Beispiel wie jetzt auch nur mit 6 arbeiten. Ja, Sebastian, danke, dass wir uns die Maschine anschauen durften. Wir fahren jetzt noch zur nächsten Fläche und schauen uns die Maschine im Einsatz an. Das seht ihr jetzt auch im nachfolgenden Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal und lest euch auch gerne den Beitrag in der nächsten Profi durch. Habt ihr auch einen Bandschwader im Einsatz oder setzt ihr auf den klassischen Kreiselschwader? Teilt eure Erfahrungen hierzu gern in den Kommentaren. Damit die Schwaden für die nachfolgende Presse nicht zu groß geraten, haben wir die Außenrunde der Fläche im teilgeklappten Zustand geschwadet. So verringert sich die Arbeitsbreite von 10 auf 7 Meter. Die Bänder können kurzzeitig gestoppt und das Futter so auf dem Band gesammelt werden. Dadurch kann der Fahrer vor allem in den Ecken Haufen im Schwad vermeiden. Das funktioniert im Praxiseinsatz sehr gut. Im Feld haben wir die Maschine dann so eingestellt, dass immer 2 Bänder in die eine und ein Band in die andere Richtung fördert. Dadurch konnten wir kleine Schwaden formen und trotzdem die volle Arbeitsbreite nutzen. Die Autostopp-Funktion schaltet beim Ausheben der Maschine automatisch die Bänder ab. Dies sorgt für ein sauberes Schwadende am Vorgewende. Das Schwadtuch ist aktuell noch eine Vorserienausstattung und soll ab Herbst 2024 verfügbar sein. Es ist hydraulisch in der Breite verstellbar und kann großen Futtermassen bei Überlast ausweichen. In unserem Praxiseinsatz sorgte das Schwadtuch für ein sauber geformtes Schwad. Für eine bessere Aufnahme, vor allem von kurzem Futter, sollen die Niederhalter sorgen. Sie sind hinter der Bandeinheit angelenkt und können so sehr nah an die Pickup herangeführt werden. Überzeugen konnte uns im Einsatz vor allem die Höhenführung und die Dämpfung, die über das vollgummibereifte Tandemfahrwerk realisiert wird. Auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten liegt die Maschine ruhig. Das sorgt bei einer Arbeitsbreite von 10 Meter für eine Leistung von 14 bis 16 Hektar pro Stunde. Auffällig war allerdings, dass Grashalme, die längs zur Fahrtrichtung lagen, vereinzelt nicht sauber aufgenommen wurden. Die kompakte Bauweise der Maschine und der Anbaubock mit einem Lenkeinschlag von bis zu 190 Grad ermöglichen enge Wendemanöver. Altmodisch wirkt das Bedienteil in der Schlepperkabine. Dafür lassen sich aber die wichtigsten Maschinenfunktionen einfach und übersichtlich steuern. Laut Listenpreis muss der Rock RS 1000 tatsächlich der Mercedes unter den Bandschwadern sein. Wie hoch der Listenpreis ist und ob die Maschine im Praxiseinsatz hält, was der Preis verspricht, erfahrt ihr in der Profi, Ausgabe 8 2024.